Erinnerst du dich noch? Im vorletzten Video habe ich lauthals verkündet, die Horizontlinie ist immer auf Augenhöhe. Aber Hand aufs Herz. Hast du dir schon mal überlegt, was mit dem Schatten passiert, wenn du dich beim Zeichnen hinsetzt oder auf eine Leiter steigst? Diese Grafik zeigt perfekt das Zusammenspiel zwischen Betrachterhöhe, Lichtquelle und Fluchtpunkten, das sogenannte perspektivische Paradoxon. Und genau das schauen wir uns jetzt im zweiten Update an. Los geht's! Hier trage ich schon mal die Schattenfluchtpunkte ein, die lotrecht von der Lichtquelle aus auf die Horizontlinie treffen. Das werden die Fluchtpunkte der Einpunktperspektive, die ebenfalls auf der Horizontlinie liegen. Denn die Horizontlinie ist immer auf Augenhöhe. Des besseren Verständnisses wegen schraffiere ich hier noch kurz den Straßenverlauf in der Einpunktperspektive. Hier trage ich bereits den Schattenverlauf vom Fußpunkt des Schattengebers zum Schattenfluchtpunkt hin ein und dann die Schattenlänge von der Lichtquelle aus. Hier rot eingetragen. Also nochmal, zuerst den Schattenverlauf vom Fußpunkt zum Schattenfluchtpunkt hin und dann die Schattenlänge. Hier sehen wir einen völlig anderen Schattenverlauf aufgrund der geänderten Position, der Augenhöhe. Und das wiederholen wir jetzt auf allen Ebenen, auf allen Horizontlinien. Und dann sehen wir etwas sehr, sehr Spannendes. Verschiedene Schattenlängen und Schattenpositionen. Warum das so ist, erkläre ich dir gleich. Bleib dran. Wie versprochen, ist hier des Rätsels Lösung. Im Sitzen schaust du fast flach über den Boden. Der Schatten zu dir ist extrem verkürzt. Eine 2 Meter lange Schattenlinie schrumpft in deiner Sehperspektive zu einem winzigen Strich zusammen. Im Stehen schaust du mehr von oben auf den Boden. Das sogenannte Foreshortening nimmt ab und du siehst mehr von seiner tatsächlichen Länge. Wenn du eine Münze flach auf Augenhöhe hältst, siehst du nur eine dünne Linie. Wenn du die Münze aber kippst, wird sie plötzlich rund und breit. Der Clou dabei: Die Münze hat ihre Form nicht verändert, nur ihr Blickwinkel. Beim Schatten passiert genau das Gleiche.